Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Dennerle Kochstudios. Heute werden wir zusammen ein Paludarium einrichten. Bevor wir jetzt mit der Gestaltung beginnen und auch mit der Bepflanzung, erkläre ich euch kurz, was ich alles gemacht habe, also im Vorfeld schon mal vorbereitet. Also ich habe als erstes hier eine PVC-Platte zugeschnitten, die wird später, wo wir später dann die Steine drauflegen. Und da ich hier relativ schwere Steine verwenden werde, ist eine PVC-Platte wirklich sinnvoll. Dann habe ich aus Acrylglas hier so einen L-Winkel. Wenn ich später das Aquarium befülle mit Nährboden und Kies, bleibt mein Filter trotzdem frei und ich kann auch immer Reinigungs- und Wartungsarbeiten an meinem Filter vornehmen. Dann als nächstes habe ich unseren XXL-Filter umgebaut mit einem PVC-Rohr als Steigrohr. An der Seite hier hoch. Dann habe ich an der Oberseite auch aus PVC hier so ein schönes langes Ausstrahlrohr gebaut. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich die Originalteile, bis auf die zwei PVC-Rohre, habe ich die Originalteile verwendet. Und dann als letztes habe ich hier so eine schwarze Filterschaummatte. Die hat in der Stärke 5 cm, somit hat man auch genug Luft, wenn ich später Pflanzen noch reinstecke und so, dass die auch gut festwachsen können. Es ist hierbei nur wichtig zu erwähnen, wenn ihr einen Filterschwamm verwendet, achtet darauf, dass es ein Aquarium- oder Teich geeigneter Filterschwamm ist, weil es ist so, das ist ein Polymerkunststoff und es gibt Kunststoffschwämme, die durch die Mikroorganismen zersetzt werden. Also wenn ihr sowas nachbauen wollt oder wenn ihr sowas machen möchtet, achtet darauf, ein Aquaristik oder ein Teich geeigneter Filterschwamm zu verwenden. So, der erste Schritt ist beim Paludarium genauso wie beim Aquarium ist der Nährboden. Da wir ja auch hier Aquarienpflanzen verwenden, brauchen sie auch Nahrung über die Füße. Natürlich kann man das jetzt hier in dem Schwamm nicht simulieren, aber dafür ist ja dann der Flüssigdünger im Wasser da. Und jetzt kann man auch sehr schön sehen, für was ich den Plexiglaswinkel mir hier, da kommt jetzt später noch, habe ich hier mir auch schon mal vorbereitet, so ein Schwamm. Der kommt einfach noch am Schluss oben drüber und dann muss ich im Prinzip ab und an diesen Schwamm mal auswaschen und unten drunter der Filter, glaube ich eher nicht, dass er oft gereinigt werden muss. So, als nächstes kommt die Steingestaltung. Steine nehme ich heute, das sind ganz normale Flusskiesel, die lagen bei mir zu Hause, liegen die ums Haus drumherum. Wenn ihr sowas verwendet und nimmt es aus der Natur, macht sie gut sauber. Am besten einmal mit kochendem Wasser übergießen und dann mit einer Bürste oder mit einem Schwamm gut abreiben, dass da kein Schmutz dran ist. Jetzt habe ich 2 Steine schon mal platziert. Es wird noch ergänzt durch einen dritten Stein, aber den habe ich schon fertig bepflanzt, also mit Moos und einer Aufsitzerpflanze bebunden. Der kommt dann später noch ins Layout dazu. Jetzt kommt als nächstes, als Abschluss, kommt hier unser diamantschwarzer Kristallkies. Der wird jetzt bis an die Oberkante der Plexiglasabdeckung hier geschüttet. Und ich nehme bewusst jetzt hier in diesem Aquarium kein Nano-Kies, weil unser großer Kies ist ein bisschen gröber und der fällt hier in den Zwischenräumen und das Ganze kriegt dann nochmal dadurch ein bisschen mehr Stabilität, wenn der Kies nicht so fein ist.
Und jetzt zum Schluss kommt noch im vorderen Bereich unsere Plantahanderkiese. Ich habe hier zum Beispiel einmal den Beach S und den etwas gröberen Beach L. Das sind auch so schöne kleine Flusskiesel, die passen super zu euren großen Steinen und auch mal bewusst eine verschieden große Körnung gewählt, dass das auch später ein bisschen natürlicher aussieht. So, jetzt schlagen wir schönes Aquarium kaputt. So, wir haben die Bodenarbeiten quasi jetzt fertig. Ich habe es nochmal gut gewässert. Also das ist immer prinzipiell wichtig, wenn ihr ein Aquarium trocken bepflanzt. Immer gut, bevor ihr mit der Bepflanzung angeht, alles nochmal gut nass machen. Schön feucht, dass die Pflanzen während des Bepflanzens die Wurzeln nicht austrocknen. Jetzt als nächstes kommt ins Layout nochmal eine Wurzel mit rein. Die hat zwei Aspekte in diesem Paludarium. Zum einen sieht natürlich aus, wirkt schön, wenn die auch später bewachsen sind, zum Teil im Wasser stehen, zum Teil nicht. Zum anderen, für eine Tiefe und für eine bisschen Dreidimensionalität zu bekommen, muss ich ja auch ein bisschen vom Hintergrund in den Vordergrund reinkommen. Und aus dem Grund nehme ich Wurzel, die wird dann später bepflanzt und die kann man, also die muss man auch nicht wässern, also die hier ist jetzt auch nicht vorgewässert, die klemme ich einfach so, wie sie ist, in den Boden rein und hinten in den Filterschwamm und das hält. Ich habe es vorhin ausprobiert. Und zum Schluss nehme ich noch ein paar kleinere Wurzelstücke. Die werden auch einfach so reingeklemmt. Die Wurzel hier die habt ihr ja im Vorfeld schon gesehen, die habe ich mit einer Nylonschnur oder mit einer Angelschnur fixiert. Könnt ihr natürlich auch kleben. Fast alle Aquarienpflanzen, die ihr ja wirklich so im Handel kennt, sind ja eigentlich Sumpfpflanzen. Also die können sowohl über Wasser, emers, als auch im Wasser submers wachsen. Jetzt ist es so, beim Paludarium könnt ihr sogar richtige Sumpfpflanzen verwenden. Also zum Beispiel hier, das ist die Opiopogon. Das ist eigentlich eine Pflanze, die ihr gar nicht komplett ins Wasser einpflanzen dürft, weil die wird irgendwann kaputt gehen und wird euer Wasser nur unnötig belasten. Aber jetzt solche Pflanzen könnt ihr da nehmen. Ihr könnt Pflanzen nehmen, so Sumpfpflanzen, wo auch blühen, könnt ihr verwenden. Ihr könnt hier Bromelien auf die Wurzeln kleben und so. Also das ist eurer Fantasie keinerlei Grenzen mehr gesetzt. Also Moose könnt ihr verwenden und ich werde auch hier zum Teil Pflanzen nehmen, die vom Landbereich ins Wasser reinwachsen. Das wird richtig schön und das sieht richtig geil natürlich aus. So, unser Aquaterrarium ist jetzt fertig, schräge Paludarium. Ich gehe jetzt noch mal kurz drauf ein, was für Pflanzen ich genommen habe. Fangen wir mal im Vordergrund an. Hier habe ich mir Moossteine gemacht. Das habe ich mit Taxiphyllum barbiri gemacht. Das ist das Java-Moos. Dann habe ich hier eine Anubias nana Bonsai. Kryptogorine habe ich hier reingepflanzt. Hier in dem Bereich habe ich von meinem großen Aquarium, was ich oben stehen habe, habe ich junge Echinodoren eingepflanzt. Die werden auch hier oben schön rauswachsen. Und zwar die Echinodorus ocelot. Die hat so schöne marmorierte Blätter. Dann habe ich hier ein bisschen Christmas Moos
Mercicularia montagnei, dann habe ich hier Bolbitis heutelotti, dann haben wir hier Migrantium species Monte Carlo, die eignet sich auch spitze für sowas, weil die wird dann später hier auch schön runterwachsen. Und hier habe ich auch noch mal ein bisschen Taxiphyllum barbiri, also auch noch mal das Java-Moos. Prinzipiell, wenn ihr Moos irgendwo an der Fläche lang wachsen lassen wollt, nehmt am besten Java-Moos, weil das sich richtig schön festhält und schön entlang wächst. Pflegen werde ich das Aquarium mit unserem All-in-One, das ist die Allzweckwaffe für die Leute, die es gern einfach haben. Dann kommt noch ran eine Bio-CO2-Anlage mit unserem Ultra-S-Diffuser und einmal in die Woche ein Wasserwechsel in der Anfangszeit von 50%, danach ungefähr 25%. Das war unsere Episode über Einrichten eines Paludariums. Vielen Dank für euer Interesse. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was ihr noch gerne von uns sehen würdet. Und über die Entwicklung, wie sich das Aquarium oder das Paludarium weiterentwickelt, halten wir euch auf Facebook und Instagram auf den Laufenden. Bis dann, ciao!